Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich habe mich wirklich bemüht, euch so schnell wie möglich das Video bereitzustellen. Ja, wie ich es eigentlich immer tue, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt in Shakes and Fidget, dann seid ihr meistens bei mir immer an der richtigen Anlaufstelle, der meistens immer relativ schnell die News für euch am Start hat, wenn es irgendwas Neues gibt. Deswegen, falls ihr da weiterhin immer informiert bleiben sollt, würde mich natürlich auch ein kostenloses Abo sehr freuen. Ne? Aber worum es in diesem Video gehen sollte, ist, es gibt eine Closed Beta zu dem Druiden und dem Baden. Die werden überarbeitet, ja. Und das Ganze wurde hier um 15 Uhr geteilt. Wir haben es jetzt gerade 15:09 Uhr. Deswegen habe ich wirklich versucht, so schnell wie möglich jetzt am Start zu sein. Es hat gerade gut gepasst. Und es gibt nur bestimmte Zugänge und der schnellste, es geht nach dem Prinzip, der zuerst ist, der mal zuerst. So, deswegen, falls ihr jetzt schon auf dem Beta-Server wollt, dann pausiert das Video und geht schon direkt drauf, weil es sind nur begrenzte Plätze da. Und ich würde sagen, wir lesen uns das Ganze erstmal durch. Und zwar Info, Closed Beta-Test zum Druiden und Baden. Wir starten wieder mit Beta-Tests, was eine sehr gute Sache ist. Ja? Es gab ja immer die Open-Beta-Server, diesmal ist es wirklich eine Closed Beta. Von nun an werden wir Beta-Tests eine begrenzte Anzahl an Account-Registrierungen zulassen, in Klammern 500. Und ein Code wird dazu benötigt, den Beta-Server betreten zu können. Das sind echt nicht viele Spieler. Ne? 500 ist nicht viel. Das, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das hat das Video hier in, keine Ahnung, einer Stunde oder so. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ne? Um euch eine Chance zu bieten, an Closed Beta-Tests teilzunehmen, werden wir einen Code verteilen, der eine bestimmte Anzahl an Registrierungen zulässt. Es gilt das Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das bedeutet, wenn das Limit erreicht ist, wird man sich unter Umständen nicht mehr auf dem Beta-Server anmelden können. Es werden jedoch einige persönliche Zugangscodes auf Twitch und YouTube verteilt. Haltet eure Augen offen. Da weiß ich jetzt bisher noch nichts. Keine Ahnung. Werden wir sehen, was da, also da weiß ich wirklich noch nichts. Ne? Die nächste Closed Beta wird am kommenden Mittwoch, 25. Januar 2023 ab 12 Uhr CET losgehen und 4 Tage lang laufen, also ist nicht lange. Um einen Account zu erstellen, ruft dazu den Link in der Videobeschreibung auf, im Browser auf Spielen. Ist nur im Browser möglich, ja, nicht am Handy. Dieses Mal testen wir die überarbeiteten Versionen des Druiden und des Baden. Wir haben festgestellt, dass ihr mit den Änderungen, die wir an den Klassen letztes Jahr vorgenommen haben, nicht so ganz zufrieden wart. Dies ist nun eine Reaktion auf euer Feedback. Sehr schöne Sache, wie ich finde. Und auf jeden Fall der richtige Step in die richtige Richtung. Druide, neues Balancing, überarbeitete Fähigkeiten, die Tigergestalt wurde entfernt, Bären- und Adlerform werden nun automatisch angenommen. Ist sehr, würde ich mal sagen, sehr, ein Quality of Life Update. Die Ausweichchance ist nun für die normalen Druidengestalt verfügbar. Nachdem der Druide ausgewichen ist, verwandelt er sich in die Bärenform und gerät in Rage. Erhöhte Chance auf kritische Treffer und kritischer Schaden. Nachdem ein kritischer Treffer ausgeteilt wurde, nimmt der Druide wieder seine normale Gestalt an. Der Druide hatte eine Chance auf Sturzflugangriff. Wenn ein Sturzflug ausgelöst wird, verwandelt sich der Druide in die Adlergestalt und führt einen Sturzflugangriff durch. Danach verwandelt er sich wieder zurück in seine normale Gestalt. Und beim Baden, neues Balancing, die Option manuell zwischen Instrumenten zu wechseln wurde entfernt. Und geschieht nun automatisch. Die Fähigkeiten der Laute und der Flöte wurden entfernt. Die Harfe ist das einzige Instrument, das der Bade spielt. Holy shit! Also eigentlich das komplette Prinzip, auf das er aufgebaut hatte, jetzt eigentlich nichtig so ein bisschen. Sie erhöht den Schaden der Waffe des Baden. Feedback zu diesen Änderungen können an den Support gesendet werden. Unser Support wird das Feedback sammeln und an unsere Game Design Abteilung weiterleiten. Also wenn ihr wirklich Interesse daran habt, auf den Server zu spielen, den zu testen und Feedback zu senden, dann versucht so schnell wie möglich euch da anzumelden. Ne? Und also sehr interessante Sache. Ihr könnt mir jetzt schon mal euer Feedback zu den genannten Änderungen in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Also finde ich krass, dass bei den Baden eigentlich die ganzen Instrumente weggenommen worden sind und die Harfe jetzt nur das einzige ist.
Soweit der offizielle Text. Neben persönlichen Zugangscodes auf Twitch und YouTube habe ich aber ebenfalls noch 50 der Codes für euch erbeten. Wenn das Kontingent des öffentlichen Codes erschöpft ist, sendet mir hier im Forum eine private Nachricht und nennt mir, ob ihr den Druiden oder Barden testen werdet. So oder so wünsche ich euch schon mal einen schönen Tag, vorab ein schönes Wochenende und schon einmal einen herzlichen Dank an alle, die beim Beta-Test mithelfen werden. Ja, sehr schöne Sache, also geht genau in die richtige Richtung, so wie man sich das wünscht, dass an der Sache gearbeitet wird, so, ne? Ich wurde ja auch oft gefragt, so, was halte ich von der und der Klasse, ne, vom Druiden und vom Barden, und ich hatte von beiden bisher nicht viel gehalten, weil zuallererst, das waren die letzten Klassen, mich haben sie auch nicht so interessiert, muss ich sagen, das war jetzt nicht so mein Playstyle, zumal ich sowieso mit genug Servern schon gerade im Moment ausgelastet bin, und es kommt dazu, weil es immer im Munde gewesen ist, wie Zahnärzte, in aller Munde, dass die Klassen nicht wirklich einrankbar sind zu den anderen Klassen, weil sie halt momentan entweder viel zu stark in einem Bereich sind oder viel zu schwach in einem Bereich. Und deswegen habe ich da immer so ein bisschen, ja, nicht wirklich was zugesagt, beziehungsweise halt auch die Klassen nicht wirklich gezeigt. Und deswegen bin ich mal sehr interessant, wie das jetzt nach den Änderungen aussieht. Vor allen Dingen bin ich gespannt auf das Feedback der Community, was die dazu sagen und wie denn am Ende des Tages so die Überarbeitungen aussehen, ob sie diesmal gebalanceter sind in bestimmten Bereichen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Profi mit den beiden Klassen so, ja, weil ich sie halt auch einfach nicht aktiv spiele, ne? Aber das wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen, generell, wenn irgendwo immer irgendwas irgendwie überarbeitet wird, ist es immer sehr interessant zu sehen, was mit den Klassen passiert, ob sie zu stark werden, ob sie zu schwach werden. Es ist sowieso schwer, so viele Klassen, wie es jetzt momentan gerade gibt in Shakes and Fidget, da wirklich noch so ein richtig, oh, ich bin in der internationalen vertreten, gucken wir uns gleich mal an, da noch so ein richtiges Balancing hinzukriegen. Jawohl! Nice, der Doppelcrit ist am Start gegen Maverick hier. Holy shit, der ist aber auch deutlich stärker, oder? Na, ja, ein bisschen weniger in Hauptattribut hat er, dafür deutlich mehr in Ausdauer. Ja, so sieht das Ganze aus, ne? Also seid schnell, geht direkt unter dem Video hier auf den Link, habe ich euch dann mal in der Beschreibung gepackt, das Ganze. Und falls ihr da unbedingt mitspielen wollt und das testen wollt und die Plätze schon alle weg sind, weil wie gesagt, das sind nur 500, das geht relativ fix, ich sag's euch wirklich so, wie es ist, dann schreibt einfach den Jörg im Forum an, dass er sich darum kümmert, dass ihr wirklich erpicht darauf seid, die Klasse zu testen. Falls ihr schon vielleicht Erfahrung haben solltet mit der Klasse, ist es umso besser. Aber auch als Außenstehender wie mich zum Beispiel, ich wäre da auch auf jeden Fall interessiert, mal auf dem Server da teilzunehmen. Ich sage mal, für die 4 Tage hat man, denke ich mal, kann man sich so ein bisschen die Zeit nehmen dafür, die Klasse zu testen. Nur habe ich jetzt nicht den Vorher-Nachher-Vergleich, aber man kann das ja trotzdem so ein bisschen so ungefähr einranken, ob das Ganze hier balanced ist oder nicht, weil so wie er am Anfang auch direkt gewesen ist, beziehungsweise die beiden Klassen, war schon teilweise echt übertrieben, muss man mal so sagen, ne? Also war schon krass auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall so zu den Neuigkeiten. Ich bin gespannt, was noch so die kommenden Tage alles für uns parat ist, ne? Was da noch so uns erwartet, weil erstmal, das ist jetzt erstmal so die erste richtig krasse News, sag ich mal, im neuen Jahr. Bisher gab es ja noch nicht viel, das Jahr ist aber auch erst 20 Tage alt, also von daher kann man da jetzt auch noch nicht so viel erwarten. Aber ja, man kann ja mal schon so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen, keine Ahnung, sag ich mal, ein bisschen gucken, wo die Reise so hingeht, ne? Mal schauen, ich bin gespannt. Ja, gut, bevor ich hier aber noch 10-mal meine Goldgrube abhole und hier nichts weiter Sinnvolles in das Video hier reinlaber, lasse ich euch soweit mal in Ruhe. Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Ja, viel Glück, viel Erfolg mit den Codes, beziehungsweise, dass ihr da an so einen Code rankommt. Und wie immer, passt auf euch auf. Schönes Wochenende. Freitag haben wir heute, Samstag, Sonntag. Genießt es, lehnt euch zurück. Und das war's soweit von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal.